Jetzt müssen wir aber mal gucken, weil draußen regnet es und ist ungemütlich. Ja, mal gucken, ob wir das heute machen. Wir wollen ja nicht die sein, die sagen, wir machen es nicht. I can't wait, life will teach me. Jumping out, I'm falling free. There's no escape from my own walls. I'm ready now to feel it all. I don't know why I'm in this darkness for so long, so long. Let me out, open a door and show me. Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge mit Neuland Stories. Wir sind im Yoho Nationalpark und tatsächlich im Moment, wie ihr seht, nicht alleine unterwegs. Wir sind mit Tomislav und Sarah unterwegs, die wir ja schon mal getroffen haben und die ich direkt am ersten Tag in Kanada in Halifax kennengelernt habe. Und mit den zwei werden wir auch die nächsten Tage, wir schauen mal, wie lange das insgesamt werden wird, ein bisschen unterwegs sein und schauen mal, wo wir als erstes hinfahren. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe gehört, Basti hat euch schon begrüßt. Hoppla. Boah, getroffen. Was ist noch passiert? Banane ist auseinandergebrochen und aber in den Smoothie-Behälter gefallen. Das heißt, es gibt Smoothie. Das heißt, es gibt Smoothie. Wir machen uns jetzt noch schnell einen Smoothie, dann noch einen Kaffee und einen Try to go, weil dann geht es schon direkt los auf die ersten beiden Wanderungen. Sarah und Tomislav sind nämlich ein paar aktive Menschen, was mega gut ist. Und ich denke, wir werden die eine oder andere Wanderung diese Woche machen, ne? Aber wir sind auch deren Routen ausgeliefert. Wird gut. So, wir haben alles zusammengepackt, sind aufgebrochen, haben unseren Smoothie für den Weg, bestes, schnelles Frühstück und sind jetzt gerade in den Yoho Nationalpark reingefahren. Wir haben natürlich nicht im Nationalpark geschlafen, sondern kurz davor. Und jetzt haben wir das erste Ziel ins Navi eingegeben und zwar sind es die Wapda Falls. Natürlich korrekt. Und wir folgen dem grünen kleinen Flitzer Juri mit Tomislav und Sarah. Die haben die erste Route rausgesucht und ich glaube, so weit ist es gar nicht, oder? Der erste Stopp. Ist nur ein kleiner Weg, also sind wir wahrscheinlich gleich schon da.
so gut, wieder draußen zu sein. Wir waren jetzt 2-3 Tage in einem kleinen Städtchen, haben viel gearbeitet und jetzt sind wir wieder unterwegs und draußen und es tut einfach so gut. Und wir haben so Glück mit dem Wetter und es ist so, die Wapter Falls, richtig, richtig schön. Die Farbe vom Wasser, sprachlos und es tut einfach so gut, draußen zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, um rauszugehen. Wir machen uns auf den Rückweg. Wir sind schon ganz schön aus der Puste. Wir sind gerade von unten vom Wasserfall über den Trail nach oben gelaufen. Und jetzt machen wir uns auf dem Rückweg zu den Vans, bevor wir eine Kleinigkeit essen und dann noch einen zweiten kleinen Trail heute laufen zu einem See. Zu welchem See fahren wir, Sarah? Emerald Lake. Zum Emerald Lake. Sarah ist nämlich unsere kleine Hiking, unser kleiner Hiking Guide. Wie fanden wir es alle? Sehr Super. schön. Sehr gut. Nee, nicht unten noch. Pippi. Oh, vergesse. Hab ich mich erschrocken. Wir fahren jetzt noch so ungefähr 40 Kilometer zum Emerald Lake und da machen wir uns dann erstmal eine Kleinigkeit zum Essen und dann machen wir da nochmal eine kleine Runde um den See rum und ja, hoffen, dass das Wetter hält. Es hat gerade ein bisschen angefangen zu tröpfeln, aber wir sind guter Dinge. Wir machen uns Cheese Sandwiches und es gibt Ginger Ale zum Trinken und wir sind immer zu viert hier in unserem kleinen Van. Yes. Ich mag noch Avocado mit auf Sandwich Oh drauf. geil, ja. Oh, das ist gut. Wir So, machen da noch die Teller. Das ist übrigens Sarah. Hi. Tomislav muss drüben alleine essen.
drehen jetzt gerade eine Runde um den Emerald Lake, gut gestärkt mit unseren Cheese Sandwiches und morgen geht's da hoch. Wir wollen das so zeigen, weil es so schön überm See ist, aber eigentlich geht's da hoch. Ist richtig? Naja, halt so ein Berg, ne? So ein Berg halt hoch hier. Guten Morgen. Wir sind schon früh auf den Beinen. Draußen ist stockdunkel. Basti putzt hier gerade schon seine Zähne und war mit Peppi draußen. Wir haben uns in unsere lange warme Unterwäsche geschmissen, denn wir wollen ja heute eigentlich auf den Berg hochkraxeln. Wir haben uns gestern Abend noch mit einer Portion Nudeln gestärkt. Wir waren zu viert hier im Van, das ist gerade das Schönste, weil der Van von Sarah und Tomislav kleiner ist als unseren. Verbringen wir die Zeit immer hier in unserem Van, in Groot. Und das ist zum ersten Mal, dass wir so viele Menschen hier drin hosten. Und irgendwie ist das richtig schön. Jetzt müssen wir aber mal gucken, weil draußen regnet es und ist ungemütlich, ob wir den Anstieg heute machen. Wir bereiten uns aber mal drauf vor. Wir wollen ja nicht die sein, die sagen, wir machen es nicht. Richtig. Und ja, mal gucken, ob wir das heute machen. Aber erstmal Kaffee, ja? Erstmal Kaffee und Chai. Erstmal Kaffee und Chai. Und Peppi hat auch Hunger. Svenny macht Proviant für die ganze Gruppe. Was, wir alle? Ich wollte Crew und Gruppe sagen. Crew, hä? Kommt eine Gruppe. Echt? Für alle? Ich dachte, das ist nur für mich. Und es scheint Brot mit Frischkäse zu geben. Und Paprika und Lauchzwiebeln. Und Gesundes Haselnut Neuset. 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 Du meinst, weil die ein größeres Auto haben, Ja. ne? Also Leute, was sagt die Lage? Dieses Wetter. Wir haben gerade beschlossen, wir machen Spiele und Filmtag. Der Berggipfel Aus muss dem warten. krassen Wandertag. Ja. Proviant haben wir für den Tag. Für den Spieltag. Für den Spieltag. Ja, und es ist vorbereitet. so Abenteuer genug, heute Abend bei Regen zu grillen. Also, Ja, wir müssen grillen. Ja. Wir müssen wieder, das Fleisch muss weg. ja, das Spaghetti wird auch nicht besser. So, der Kriegsrat wurde abgehalten. Wir werden unsere Bergtour schieben. Das Wetter ist wirklich nochmal schlechter geworden. Richtig ungemütlich. Auf dem Berg hätte man nichts gesehen. Deswegen fahren wir jetzt zur Natural Bridge. Wissen nicht genau, was es damit auf sich hat. Aber da werden wir unsere Feschbar, unsere Brote essen, die Svenny gemacht hat. Und vielleicht eher heute den Tag im Van verbringen. Spieletag! Spieletag. Exploding Kittens. Na, wer kennt's? You're gonna be a fiddler someday, but you better get to practicing before you're old and gray, and your best years slip away. We laughed and joked and skipped along the way. Wondered if we'd ever be nostalgic for these days when we are old and gray. Sat with a sad old man in a dark cafe,
Asked him what he's living for, said not much these days. You're young, best be on your way. If you wanna be a fiddler someday, you better get to practicing before you're old and gray, and your best years slip away. Kommt, Ja, ich komm glaube. da raus. Ich hab's doch Leute. gesagt. Ich kann die Karte lesen. Ich hatte auch recht. Was ist drauf? Ja. Das ist ein Zug einfach. Wir waren eigentlich auf Bärensuche, Bärenjagd. Wir waren auf Bärenjagd. Wir gehen auf Bärenjagd. Wir fangen einen ganz großen. Wir haben auch Bärenkacke gesehen. Zum zweiten Mal, aber immer noch kein Bär. Vermutlich. Aber dafür einen ewig langen Zug, der eine Spirale im Berg fährt. Oben rein und unten wieder raus. Und Sarah und ich hatten recht. Und die Männer, die haben einfach keine Ahnung von Zügen. Zügen. Keine Karten lesen. Ja. Achso, by the way, das ist Thomas. No matter what you're dreaming you will be, a fiddler, an astronaut, a man that's on TV. We're doing it, yeah, don't just wait and see, 'cause you're gonna be a fiddler. Und war es Bärenkacke? was wir Bestätigt. gesehen haben? Ja, Bärenkacke. Wir wissen noch nicht genau, Grizzly oder Schwarzbär. kann's nicht sein. Braunbär. Ich glaube, es war Grizzly-Kacke, weil der Haufen ganz schön groß war. So groß ist die Schwarzbär jetzt nicht, glaube ich. Das ist so ein Haufen hinterlässt. Ja. Also, aware of the bear. Be bearware. Tschüss. Be bearware. Was wird denn beobachtet? Die Mountain Goat. Da läuft sie. Und vorhin hockten die anderen da und haben geratzt, aber ich glaube, die sind schon unterwegs. Das sieht ja abgefahren aus. Hier stehen unsere zwei süßen Vans und ich mache natürlich den Take, während das kleine Flugzeug hier über uns wegfliegt. Und hinter uns ist eine kleine Hütte, wo wir gleich ein kleines Feuerchen machen können und ein bisschen grillen, weil irgendwie, ich war nicht mit einkaufen, aber die anderen drei kamen auf die Idee, man könnte noch grillen bei den Temperaturen. Und deswegen setzen wir zumindest den Plan um, zu grillen. Dreaming of a house I can keep empty to match my mood, but also to be always open for discovery. White walls keep 'em bare this time, don't bother sewing curtains for the window. If the sunlight wants to meet me, who am I to turn him out? Ooh, don't be mistaken, I'm not sad, I've just awakened to the fact I might need to try something new. Ooh, don't you worry, I'll be fine in the flurry of the scales falling from my eyes. And I'll begin again where I landed. I'll begin again where I am.
Wir haben uns jetzt nach drin verkrümelt. Draußen wurde es doch ganz schön kalt und frisch. Ist ein eisiger Wind aufgezogen und ja, machen es uns jetzt in den Vans gemütlich. Wir hoffen, euch hat die Folge aus dem Yoho National Park gefallen, weil im letzten Video hatten wir eigentlich angekündigt, dass wir nach Kootenay fahren. Machen wir auch noch, aber der erste Zwischenstopp war jetzt eben hier im Yoho National Park und es gibt hier einfach so viel zu sehen. Wir freuen uns einfach mega. Der Schnee hatte sich leider wieder ein bisschen verzogen und dafür ist Regen gekommen, macht aber gar nichts. Wir lassen uns nicht aufhalten und werden einfach weiter und weiter die Gegend hier erkundschaften. Und jetzt kommen wir zu der kleinen Überraschung, die wir schon in der Beschreibung angeteasert haben, denn wir möchten euch eine Postkarte aus den Rocky Mountains senden. Wir haben unter dem letzten Video einige Kommentare gelesen, wo ihr geschrieben habt, von wo ihr immer einschaltet und irgendwie finden wir das mega, mega schön und würden noch viel mehr davon hören, von wo ihr überall einschaltet. Und deswegen wollen wir das so machen. Ihr schreibt in die Kommentare, von wo ihr aus einschaltet, dass ihr Lust habt, eine Postkarte von uns zu erhalten aus den Rocky Mountains. Und wir werden dann im nächsten Video 4 davon ziehen und dann mit euch Kontakt aufnehmen, damit ihr eure Adresse an uns senden könnt, damit ihr so eine wunderschöne Postkarte aus den Rocky Mountains empfangen könnt. Die ist aus dem kleinen Städtchen Canmore, wo wir sehr viel Zeit verbracht haben, von einer Künstlerin, ja, die hier einfach sehr, sehr schöne Schwarz-Weiß-Illustrationen von der Gegend macht. Und ja, ich liebe Postkarten, ich schreibe sie viel zu wenig. Früher habe ich es viel, viel mehr getan. Ich hoffe, oder wir hoffen, euch gefällt die Idee genauso gut wie uns. Und ja, schreibt in die Kommentare, von wo aus ihr einschaltet und dass ihr Lust auf eine Postkarte habt. Und nächste Woche wird dann ausgelost. Oh, wir freuen uns so. Oder hauptsächlich ich freue mich. Genau. Wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und natürlich das Kommentar nicht vergessen. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Danke. Ach so. Und so ein Sticker von uns wird es noch mit zur Postkarte dazugeben. Danke, Ende. Das schnelle Frühstück für unterwegs. Oh, ich muss noch mal, Nadel läuft. Machst du längst mal ins Auto? Happy, längst mal ins Auto? Eigentlich wollte ich einen Shake machen und habe angefangen zu essen. Da kommt jemand. Ihr könnt jetzt mit den Eiern starten, wenn ihr wollt. Yes.